Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Lebenswandel. Heute sprechen wir darüber, wie man Veränderungen im Leben akzeptieren kann. Schön, dass ihr dabei seid. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine Folge zu verpassen. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie oft sich unser Leben verändert? Jede kleine Entscheidung kann einen großen Unterschied machen. Manchmal sind es die unerwarteten Dinge, die unsere Richtung ändern. Ja, genau. Veränderungen können beängstigend sein, aber sie bringen oft auch neue Chancen mit sich. Denk nur an den Wechsel von der Schule zur Ausbildung oder zum Studium. Das verändert nicht nur unseren Alltag, sondern auch unsere Perspektive. Richtig. Und manchmal sind es die Veränderungen, die wir nicht kontrollieren können, die uns am meisten prägen. Ein Umzug in eine andere Stadt, ein neuer Job oder sogar das Kennenlernen neuer Menschen können alles auf den Kopf stellen. Es stimmt, dass solche Veränderungen herausfordernd sind, aber sie helfen uns auch, flexibel zu bleiben und uns an neue Situationen anzupassen. Das ist eine wichtige Fähigkeit in unserer schnelllebigen Welt. Absolut. Und oft vergessen wir, dass auch kleine Veränderungen eine große Wirkung haben können. Zum Beispiel eine neue Gewohnheit, wie regelmäßig Sport zu treiben oder gesünder zu essen. Solche Veränderungen können unser Wohlbefinden erheblich steigern. Ja, und manchmal sind es die inneren Veränderungen, die am wichtigsten sind. Unsere Einstellung zu Dingen oder die Art, wie wir mit Stress umgehen. Diese inneren Veränderungen können unser gesamtes Leben positiv beeinflussen. Es ist interessant, wie wir uns durch Veränderungen weiterentwickeln. Manchmal bemerken wir es erst im Nachhinein, wenn wir zurückblicken und feststellen, wie weit wir gekommen sind. Genau. Und es ist wichtig, offen für Veränderungen zu sein, auch wenn sie uns aus unserer Komfortzone herauszwingen. Denn oft liegen die besten Erfahrungen und Möglichkeiten außerhalb dieser Zone. Und das Schöne an Veränderungen ist, dass sie uns immer wieder die Chance geben, neu anzufangen, egal wie alt wir sind oder wo wir im Leben stehen. Es gibt immer Raum für Wachstum und Verbesserung. Ja, und sich auf Veränderungen einzulassen, kann auch bedeuten, neue Interessen oder Leidenschaften zu entdecken. Vielleicht beginnen wir ein neues Hobby oder lernen etwas, das wir vorher nie in Betracht gezogen hätten. Das stimmt. Und es ist auch wichtig, Veränderungen mit anderen zu teilen. Manchmal hilft es, mit Freunden oder der Familie über unsere Erfahrungen zu sprechen, um Unterstützung zu finden und unser Selbstvertrauen zu stärken. Genau. Und am Ende sind es oft die Veränderungen, die unser Leben bereichern und uns zu der Person machen, die wir sind. Es lohnt sich, sie willkommen zu heißen und als Teil unserer Lebensreise zu betrachten. Es ist erstaunlich, wie Veränderungen uns formen und uns helfen, unsere eigene Geschichte zu schreiben. Egal wie groß oder klein sie sind ein wesentlicher Teil dessen, wer wir sind und wer wir noch werden können. Nach all den Veränderungen, von denen wir gesprochen haben, stellt sich oft die Frage, was, wenn ich mich falsch entscheide?
Diese Unsicherheiten sind ganz normal. Ja, Unsicherheit kann wirklich lähmend sein, aber sie ist auch ein Zeichen dafür, dass uns etwas wichtig ist und wir sorgfältig darüber nachdenken. Absolut. Zweifel sind ein natürlicher Teil des Entscheidungsprozesses. Sie helfen uns, Risiken abzuwägen und unterschiedliche Perspektiven zu betrachten. Manchmal kann es hilfreich sein, mit jemandem darüber zu sprechen, um die eigenen Gedanken zu ordnen und Klarheit zu gewinnen. Genau. Es kann auch nützlich sein, sich bewusst zu machen, dass niemand immer die richtige Entscheidung trifft. Fehler sind Teil des Lebens und bieten oft Lernmöglichkeiten. Ja, und manchmal ist es besser, eine Entscheidung zu treffen, als gar keine, denn auch das Zögern kann zu verpassten Chancen führen. Richtig. Ein wenig Selbstvertrauen kann helfen, die Angst vor dem Unbekannten zu überwinden und trotz der Unsicherheiten voranzukommen. Und es ist wichtig zu akzeptieren, dass Zweifel nicht immer verschwinden. Sie können uns sogar motivieren, uns weiterzuentwickeln und nach besseren Lösungen zu suchen. Ja, und indem wir unsere Zweifel annehmen, lernen wir uns selbst besser zu verstehen. Das kann uns helfen, in Zukunft leichter mit Unsicherheiten umzugehen. Unsicherheiten gehören zum Leben dazu, besonders wenn wir Neuland betreten. Aber sie können uns auch ermutigen, kreativer zu denken und neue Wege zu finden. Genau. Und indem wir offen über unsere Zweifel sprechen, können wir auch anderen helfen, ihre eigenen Unsicherheiten zu akzeptieren und zu bewältigen. Es ist beruhigend zu wissen, dass wir nicht allein sind und dass jeder irgendwann mit Zweifeln kämpft. Das kann uns ermutigen, trotzdem mutig zu sein. Und oft merken wir, dass die Dinge, vor denen wir uns fürchten, weniger beängstigend sind, wenn wir uns ihnen stellen. Das kann ein großer Schritt in Richtung persönlicher Wachstum sein. Ja, und durch das Annehmen von Unsicherheit können wir auch lernen, geduldig mit uns selbst zu sein und uns die Zeit zu geben, die wir brauchen. Am Ende sind Zweifel und Unsicherheiten ein Teil des Menschseins. Sie erinnern uns daran, dass wir immer die Möglichkeit haben, zu lernen und zu wachsen. Und sie sind ein Zeichen dafür, dass wir uns um unser Leben und unsere Entscheidungen kümmern. Das ist etwas Positives, das wir schätzen sollten. Welche Strategien habt ihr, um mit Unsicherheiten umzugehen und trotzdem mutige Entscheidungen zu treffen? Nachdem wir über Unsicherheiten und Zweifel gesprochen haben, stellt sich die Frage, wie können wir unsere Entscheidungen besser verstehen und erklären? Ja, unsere Entscheidungen sind oft emotional. Sie hängen von unseren Gefühlen, Erinnerungen und Erfahrungen ab. Genau. Emotionen spielen eine große Rolle. Sie beeinflussen, was wir bevorzugen und was uns wichtig ist. Und oft merken wir gar nicht, wie stark unsere Gefühle unsere Entscheidungen leiten. Ein Gefühl kann uns in eine bestimmte Richtung lenken. Deshalb ist es wichtig, sich seiner Emotionen bewusst zu sein. Sie können uns helfen, zu verstehen, warum wir uns so oder so entscheiden.
Manchmal bedeutet das, tief in sich hineinzuhören und zu erkennen, welche Emotionen im Spiel sind. Und wenn wir unsere Gefühle erkennen, können wir sie auch leichter anderen erklären. Das schafft Verständnis und Klarheit. Richtig. Wenn wir zum Beispiel unsicher sind, weil wir Angst haben, können wir das mitteilen und Unterstützung suchen. Emotionen zu teilen kann helfen, eine Verbindung zu anderen herzustellen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Und manchmal zeigt sich, dass andere ähnliche Gefühle haben. Das kann uns Mut geben und das Gefühl, nicht allein zu sein. Genau, unsere Gefühle sind ein wichtiger Teil unserer Identität. Sie helfen uns, authentisch zu bleiben. Wenn wir Entscheidungen emotional erklären, zeigen wir auch, dass wir ehrlich und offen sind. Das stärkt das Vertrauen. Und Vertrauen ist wichtig, um in schwierigen Zeiten zusammenzuhalten und Herausforderungen zu meistern. Indem wir unsere Emotionen annehmen, können wir auch lernen, mit ihnen besser umzugehen und sie zu nutzen. Ja, Emotionen sind keine Schwäche. Sie sind eine Stärke, die uns hilft, uns selbst und andere besser zu verstehen. Und wenn wir Entscheidungen emotional erklären, können wir auch neue Perspektiven gewinnen und wachsen. Am Ende helfen uns unsere Emotionen, die Welt um uns herum auf eine tiefere Weise wahrzunehmen und zu erleben. Und das ist ein wertvoller Teil des Lebens, den wir schätzen und pflegen sollten. Welche Rolle spielen Emotionen in euren eigenen Entscheidungen? Und wie beeinflussen sie eure Fähigkeit, diese Entscheidungen anderen zu erklären? Nachdem wir über Emotionen und Entscheidungen gesprochen haben, stellt sich die Frage, wie können wir uns auf neue Wege begeben und sie sprachlich begleiten? Ja, neue Wege zu gehen, ist oft eine Herausforderung. Sprache kann uns dabei helfen, unsere Gedanken und Absichten klarer zu formulieren. Genau. Wenn wir über unsere Pläne sprechen, können wir sie besser strukturieren und mögliche Hindernisse erkennen. Und durch das Sprechen über unsere Vorhaben können wir auch Feedback und neue Ideen von anderen bekommen. Sprache ist ein mächtiges Werkzeug. Sie gibt uns die Möglichkeit, unsere Visionen zu teilen und Unterstützung zu finden. Aber manchmal fällt es schwer, die richtigen Worte zu finden, besonders wenn man sich unsicher fühlt. Das stimmt, doch mit Übung und Geduld kann man lernen, seine Gedanken klarer auszudrücken. Und wenn wir unsere Gedanken aussprechen, gewinnen wir oft mehr Klarheit über das, was wir wirklich wollen. Sprache hilft uns, unsere Ziele zu definieren und konkrete Schritte zu planen, um sie zu erreichen. Außerdem kann das Formulieren von Zielen uns motivieren und uns den Mut geben, den nächsten Schritt zu wagen. Kommunikation ist auch wichtig, um andere in unsere Pläne einzubeziehen und gemeinsam an neuen Wegen zu arbeiten. Ja, durch den Austausch von Ideen können wir voneinander lernen und uns gegenseitig inspirieren.
Und manchmal hilft es, mit anderen über unsere Ängste und Zweifel zu sprechen, um Lösungen zu finden. Sprache schafft Verbindung. Sie ermöglicht es uns, unsere Gedanken und Gefühle zu teilen und Verständnis zu schaffen. Und durch den Dialog können wir neue Perspektiven entdecken, die wir allein vielleicht nicht gesehen hätten. Es ist wichtig, offen und ehrlich zu kommunizieren, um Vertrauen aufzubauen und gemeinsam voranzukommen. Ja, und wenn wir unsere Pläne sprachlich begleiten, können wir sie auch besser anpassen und flexibel bleiben. Neue Wege zu gehen erfordert Mut, aber mit der richtigen Kommunikation können wir diese Herausforderung meistern. Indem wir sprechen und zuhören, schaffen wir ein Umfeld, in dem Neues entstehen kann. Sprache hilft uns, unsere Gedanken zu ordnen und unsere Pläne in die Tat umzusetzen. Und so können wir nicht nur unsere eigenen Ziele erreichen, sondern auch andere auf ihrem Weg unterstützen. Am Ende ist es die Kraft der Sprache, die uns verbindet und uns hilft, gemeinsam zu wachsen. Danke, dass ihr bei unserem Podcast dabei wart. Wir hoffen, ihr habt nützliche Einblicke gewonnen. Teilt eure Gedanken in den Kommentaren, besonders über Sprache und Ziele. Wir sind gespannt auf eure Meinungen und Erfahrungen. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und uns ein Like zu geben, wenn euch die Folgen gefallen haben. So verpasst ihr keine neuen Inhalte und unterstützt uns dabei, weiterzumachen. Bis zum nächsten Mal. Die Unsicherheit. Unsicherheit kann Entscheidungen deutlich erschweren. Diese Unsicherheit führt oft dazu, dass man nicht weiß, welchen Weg man gehen soll. Die Herausforderung. Neue Wege zu gehen, ist oft eine große Herausforderung. Jede Herausforderung erfordert Mut und Entschlossenheit. Die Verbindung. Emotionen zu teilen hilft dabei, eine Verbindung zu anderen Menschen herzustellen. Eine starke Verbindung stärkt das Vertrauen zwischen Menschen. Das Vertrauen. Vertrauen ist wichtig, um in schwierigen Zeiten zusammenzuhalten. Ohne Vertrauen ist eine offene Kommunikation kaum möglich. Die Perspektive. Durch den Dialog kann man eine neue Perspektive entdecken. Unterschiedliche Perspektiven können die eigene Perspektive erweitern und inspirieren.